Hi, wenn du wissen möchtest, wie ich dieses Schmuckstück hier selber gebaut habe, ja, selber gebaut, dann bleib doch einfach dran. Hi Leute, ich habe dieses schöne Stück Teakholz hier bekommen, richtig nettes Brett und ich möchte mir aus diesem Stück Teakholz eine Gitarre bauen, eine E-Gitarre. Ich habe mir die Form einfach schon mal aufgemalt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. Eine Vorlage war meine leider kaputt gegangene, also so kaputt war sie noch nicht. Das war meine Ursprungsgitarre sozusagen. Ich habe mir die Form aus so einem Stück Holz ausgesägt. Das wird meine Vorlage. Wie gesagt, die habe ich hier schon drauf gezeichnet, ist aber eigentlich uninteressant, weil wir werden gleich erstmal die Form grob ausschneiden mit der Tischkreissäge und versuchen mit der Bandsäge. Ich weiß nicht, das ist hier knapp 5 cm dick, das Holz, ob das so klappt. Schauen wir mal. Und dann werden wir das mit der Oberfräse zu Ende fräsen. Ich habe schon ein bisschen Schiss. Die kaputte Mikrowelle, die steht auch nicht umsonst hier. Die wird auch für die Gitarre tatsächlich gebraucht. Wofür, wenn ihr das sehen wollt, ist eins der Highlights in diesem Video, hoffe ich, wenn es klappt. Ja, wenn nicht, dann werdet ihr das Video nicht mehr zu sehen bekommen. Aber wofür ich das brauche, das seht ihr, wenn ihr einfach dran bleibt. Ich habe die Gitarre jetzt fertig geschnitten, geschliffen, alle Löcher ausgebohrt und getestet, ob alles funktioniert. Und jetzt kommt ein Schritt, den werde ich euch nur in Bildern zeigen, weil der ist ein bisschen gefährlich. Dazu brauche ich hier zum Teil meine alte Mikrowelle und damit werden wir jetzt mal die Gitarre ein bisschen verzieren. Ich wünsche euch viel Spaß mit den Bildern.
Das ist doch schon mal total super geworden, oder? Also viel, viel besser, als ich mir das erträumt hatte. Also wer sich das für das Thema interessiert, wie ich das gemacht habe, soll einfach mal unter dem Thema Lichtenberg schauen. Ich werde euch nicht genau sagen, wie ich das gemacht habe, weil ich das eigentlich viel zu gefährlich finde. Und naja, vom Thema, wenn da einer sich nicht mit auskennt, mit Strom und so weiter. Ich kenne jede Menge Leute, die als Elektriker arbeiten oder die mir da entsprechende Tipps gegeben haben, worauf ich achten muss. So, was ich jetzt machen möchte ist, weil das ja hier so, ich habe das so ein bisschen ausgebürstet, ne, diesen Kohlenstaub hier, jetzt habe ich hier natürlich hier so Riefen, so Vertiefungen drin. Erst habe ich überlegt, die vielleicht zu lassen, aber ist doch schon etwas unpraktisch nachher. Deswegen möchte ich das jetzt mit Epoxidharz ausgießen. Was ich jetzt noch überlege, ob ich jetzt klares Epoxidharz nehme oder ob ich da noch so ein bisschen hier, es gibt so verschiedene Farben, die man da noch reinpacken kann. Das überlege ich mir noch. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal das Epoxidharz anmischen und dann gleich mit einer Spritze hier rein. Ich habe schon die Ränder hier abgeklebt, weil das natürlich auch hier bis in diese Pickup-Löcher reinläuft sonst. Und hoffe, dass das hier mit dem Klebeband nachher gut geht. Ansonsten habe ich den ganzen Schmodder hier unten drin. Wäre jetzt kein Beinbruch, aber muss ja auch nicht sein. Okay, dann machen wir mal. Das ist hier kristallklares Epoxy. Made in Germany. Wird 1:2 gemischt anscheinend. Man kann dann ein bisschen warten hinterher. Das Epoxy erwärmt sich nachher, wenn es miteinander reagiert. Und dann wird es ein bisschen flüssiger. Und dann verschwinden die Blasen manchmal. Man kann aber auch hinterher mit einem Heißluftföhn, wenn da Blasen drin sind, einfach drüber gehen. Dann verschwinden die meistens auch. Ich habe mich bei der Gitarre für Gold entschieden. Das heißt, alles, was ich besorgt habe, also auch die Pickup-Covers und die Mechaniken und so weiter, ist alles in Gold. Einfach um mich von meinen anderen Gitarren so ein bisschen abzusetzen, die so eher schwarz sind. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, hier auch gleich so ein bisschen von diesem Magic Gold dabei zu geben. Es gibt auch so ein richtiges Gold, ja, habe ich schon mal vorher ausprobiert mit was anderem. Aber das ist hier mehr so ein Perlmutt-Effekt. Muss ja auch nicht zu überladen sein, ne? Also das probieren wir gleich mal aus. Das kommt hier noch ein bisschen mit rein. Und dann versuchen wir unser Glück. Ja, ich packe mir mal hier Küchenpapier darunter, falls es doch durchsaut. Oh, das sieht schon ziemlich edel aus, was ich hier angerührt habe. So, dann wollen wir das gute Stück jetzt mal ein bisschen abschleifen, ne? Getrocknet ist es jetzt, schön hart. Ja, dann geht's los. So Leute, ich weiß nicht, ob ich noch irgendwelche Abdrücke von der Maske im Gesicht habe, ist mir auch egal jetzt. War ein bisschen anstrengend, aber ich glaube, es hat sich richtig gelohnt. Die Gitarre ist so glatt jetzt, das ist der Wahnsinn. Ich habe es jetzt runtergeschliffen bis 2500 Korn. Und ja,
Das letzte Finish, das machen wir jetzt mit Leinöl-Firnis. Ich habe lange überlegt, ob ich es lackieren soll oder mit Leinöl-Firnis. Ich habe sogar ein Teststück mit Lack. Aber ich möchte gerne dieses natürliche Holz nicht mit irgendwas zukleistern, sondern dann nehme ich lieber das Leinöl. Das härtet auch schön aus, dauert zwar ein bisschen länger, aber da muss man es nicht zwischendurch auch nochmal schleifen und so. Und ja, weil ich das persönlich immer so mit den schönsten Moment finde, dann nehme ich euch jetzt einfach mal mit, wenn ich das Ganze hier einöle. Ha, jetzt der große Moment. Oh, guckt euch das an, ey. Wahnsinn. Puh. Boah. Ist das nicht genial? Ich bin so begeistert. Boah, ich muss das jetzt erstmal fertig machen. Ey, das ist der Wahnsinn. Guckt euch das an, wie schön die Blitze rauskommen. Mega. Naja, ich mache das jetzt erstmal zu Ende. Und dann müssen wir eh noch mal 2-3 Tage warten, bis die Leinölfirnis durchgehärtet ist. Ich werde das zwischendurch noch so 2-3 Mal einölen, damit die Schicht schön dick wird. Ach, gigantisch. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Arbeitsschritt wieder. Ja, Leute. Wie ihr seht, habe ich das Schmuckstück fertig. Leider habe ich zwischendurch vergessen, ein bisschen was zu filmen, aber also die ganze Mechanik und so weiter, da muss man durch. Das wird festgeschraubt, das wird eingepasst, da werden Saiten aufgezogen. Den Kopfbereich habe ich auch noch mal ein bisschen zur Gitarre passend designt. Ja, die ganze Elektrik, auch das, hängt von der Gitarre ab, wie das funktioniert. Da müsst ihr euch sowieso selber mit beschäftigen. Ich würde sagen, ich schließe die Gitarre jetzt mal an und dann probieren wir mal, ob sie funktioniert, oder?